Lesen wir doch erstmal die Bibelstelle einmal gemeinsam durch, damit wir einmal den Ursprungstext vor Augen haben. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also wer ihn liebt, hält seine Gebote, ne? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Mir ist aufgefallen, dass die 10 Gebote an sich auch nochmal unterteilt sind. Also vor allen Dingen die ersten 4 richten sich an die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Also was wir tun können in unserer Macht, um die Beziehung zu Gott zu stärken. Und die letzten 6 sind auf die Menschen untereinander bezogen. Also was man als Mensch in einer Gesellschaft alles tun kann, um ja, bessere Beziehungen zu führen. Schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Gebot 1. Du sollst keine anderen fremden Götter neben mir haben. Wir haben es eben sehr deutlich gehört, ne? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das macht Sinn. Das macht Sinn. Wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich würde mein Kind sehr, sehr gut behandeln, es würde alles bekommen, was es braucht, und so dass es ein schönes Leben führen kann. Und auf einmal wendet sich mein Kind von mir ab und sagt: Nee, du bist nicht meine Mama, sondern die Person da drüben ist meine Mama. Also ich glaube, ich würde echt einen Knacks bekommen. Ich würde einen Schaden bekommen. Ich würde komplett durchdrehen und ich wäre eifersüchtig. Macht Sinn, ne? Und so musst du auch denken, wenn es um Gott geht. Man muss ein bisschen umdenken. Checkst du? Und deswegen macht das Sinn, wenn er sagt: Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Er hat alles erschaffen. Er hat uns erschaffen. Er hat uns alles gegeben, was wir haben. Und er hat uns so sehr gesegnet. Und wenn wir uns dann bei anderen und fremden Göttern bedanken und uns hinknien vor irgendeiner Puppe oder einer Statue oder was weiß ich was, dann ist das komisch, ne? Also komisch ist gerade sehr, sehr untertrieben. Es ist undankbar und gottlos. Das trifft es besser. Deswegen gib dem wahrhaftigen Gott, und das ist meiner Meinung nach der Gott der Bibel, Jahwe, gib ihm die Ehre. Denn ihm allein gehört die Ehre. Denn alles ist von ihm hervorgekommen und alles kehrt auch zurück zu ihm zurück. Deswegen ist es wichtig, eine gewisse Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und Ehrfurcht, da denkt man schnell an Angst. Nee, nee, nee. Um Angst geht es nicht, sondern es geht um Respekt. Wenn du ihn ehrst und ihn anerkennst als Gott, dann wird er auch für dich da sein und sein Zorn wird nicht mehr auf dir liegen, wenn du seinen Sohn Jesus Christus angenommen hast. Das heißt, er ist dann immer für dich da und er versorgt dich und du brauchst dich auch nicht vor irgendwelchen Menschen oder anderen
Dingen oder Dämonen oder sonst irgendwas zu fürchten oder irgendwelche Voodoo-Meistern oder was es noch da draußen gibt. Nein, nein. Diese Furcht gibt es dann nicht, weil, warum? Du dich vor dem einzig Wahren fürchtest. Wir fürchten ihn im Sinne von einfach, dass er groß ist und uns alles, was er uns gegeben hat, wieder wegnehmen kann. Dass er einfach größer ist als wir alle und uns im Nullkomma nix zerstören kann. Was er aber nicht tut, weil er uns liebt. Versteht ihr? Das ist das. Dieses bewusste Wahrnehmen und Anerkennen Gottes als höchste Autorität. Gott ist bei uns. Er versorgt uns, er ist da und alles ist gut. Wir dürfen in Ruhe schlafen gehen. Er kümmert sich um alles. Zweites Gebot. Du sollst dir keine Bildnisse machen. Warum will jetzt Gott nicht, dass wir uns ein Bildnis machen von ihm oder von dem, was sein könnte oder was sich unter der Erde befindet, was auch immer? Er will, dass wir uns einfach keine Vorstellungen machen. Wenn du anfängst, dir Vorstellungen zu machen, dann kann das sehr schnell zu einem Götzen werden. Und Götze ist einfach ein sinnloser Klotz, also etwas, was wir Bedeutung geben, was aber eigentlich keine Bedeutung hat. Das führt dann dazu, dass wir es anbeten. Verstehst du? Es gibt Steine, die eine gewisse Frequenz haben. Das stimmt auch. Das wurde auch alles wissenschaftlich bewiesen. Alles schön und gut. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn man anfängt, diese Steine plötzlich anzubeten und denen so viel Bedeutung zu geben, ich nehme jetzt meinen Stein und packe den in meine Handtasche, weil der mir ja so ein tolles Gefühl gibt und der hilft mir ja auch. Und genau, und deswegen glaube ich jetzt an Steine und Frequenzen. Nee, das wäre dann ein sinnloser Klotz und du würdest dem Geschöpf, das, was von Gott erschaffen wurde, mehr Bedeutung und mehr Wert geben, als dem, der diese Steine erschaffen hat. So, und das ist komisch. Also, don't do that. Don't do that. Komisch ist wieder sehr untertrieben, ne? Ich verbinde das Ganze nur mit Humor, damit wir alle drüber lachen können, aber es ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, denn es gibt so viele Menschen, die so sehr in dieser Szene sind, in diesem Okkulten und was weiß ich nicht was, die verlieren sich selbst in diesem ganzen Ding. Und das Ganze zieht dann auch Dämonen an. Also Achtung und vorsichtig sein und immer Gott für alles danken. Und im Endeffekt brauchst du auch diese Steine gar nicht. Du kannst auch einfach zu Gott beten. Ja, du brauchst keinen Gegenstand, um zu Gott zu sprechen. Nein, du brauchst einfach nur deinen Mund, was Gott dir so oder so schon geschenkt hat. Du bist auf nichts angewiesen und du sprichst einfach zu ihm und fertig. Und er gibt dir dann seinen Frieden. Also man kann es auch ganz einfach machen und muss das ganze Ding eigentlich nicht so verkomplizieren. Zudem, wenn wir uns immer all diese ganzen Vorstellungen machen, dann verlieren wir uns auch schon sehr stark in irgendeiner Fantasiewelt, was wir uns selbst kreiert haben. Und das Ganze muss auch nicht sein, ne? Im Endeffekt wissen wir nie wirklich, was zu 100% in Wirklichkeit abgeht. Also wir wissen es wirklich nie. Es stellt sich immer nur später, Step by Step heraus. Und deswegen ist es doch besser, im Hier und Jetzt zu leben und das anzunehmen, was gerade ist. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich in Tagträumereien verlieren. Man kann sich auch sehr schnell in der Vergangenheit verlieren, indem man die ganze Zeit an das denkt, was passiert ist. Aber diese Fantasiewelt und diese Vorstellungswelt, das ist auch eine Realität. Das machen auch sehr, sehr viele. Und es ist so wichtig, da rauszukommen, weil sonst bist du ja ständig hier drin, in deinem Kopf. Und du bist ja nie im Hier und Jetzt. Und so verpasst du eigentlich auch voll das Leben, ne? Und all die Segnungen, die Gott für dich hat. Du blockierst sogar deine eigenen Segnungen. Lass einfach los und leb im Hier und Jetzt. Das wird dir ganz viel Ruhe geben. Drittes Gebot, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern ehren und fürchten. Ich hoffe, ich muss das mit dem Fürchten jetzt nicht nochmal erklären, ne? Wir haben das jetzt verstanden. Was kannst du machen? Du kannst jetzt seinen Namen rufen in der Not. Also statt seinen Namen zu missbrauchen, ruf seinen Namen in der Not. Bedanke dich bei ihm, preise und lobe ihn. Das ist das, was du tun kannst. Also ich hoffe, du verstehst jetzt mittlerweile diese Gegenüberstellung, was du nicht tun sollst und was du stattdessen tun sollst oder kannst. Vierter Punkt, gedenke des Sabbattages. Das ist der Samstag, ne, nach dem jüdischen Kalender. Es ist nicht der Sonntag, sondern es ist der Samstag. Das kannst du auch nochmal selber für dich recherchieren.
Sonntag ist eigentlich der erste Tag und nicht Montag, deswegen ein bisschen umdenken. Viele fragen sich, was man denn da jetzt machen kann an diesem Samstag, vor allen Dingen der in Europa lebt, ne? Da ist es ein bisschen schwer, weil viele arbeiten und wie soll man dann nicht arbeiten nach Gottes Willen? Also es gibt tatsächlich Leute, die sich dann auch am Samstag frei nehmen, aber wenn du dir nicht frei nehmen kannst, ne, also denke jetzt nicht, dass dann irgendwie Gott sauer auf dich ist. Also du kannst ja tun, was du tun kannst, wonach sich dein Herz sehnt. Wenn du dir frei nehmen möchtest, dann mach das und verbring dann den ganzen Tag mit Gott. Aber ich zum Beispiel mache das so, wenn ich Samstag arbeiten muss, dann muss ich arbeiten. Aber ich versuche einfach an diesem Samstag sehr stark mit Gott verbunden zu sein. Also ich bin im ständigen Austausch mit ihm, aber eigentlich auch nicht immer nur Samstag, sondern auch vom Montag bis Freitag bin ich auch ständig mit ihm im Gespräch. Und das ist das, was du machen kannst. Ja, im Gespräch sein mit ihm, im Wort lesen, sein Wort studieren, mit anderen Christen über Gott sprechen. Muss jetzt auch nicht ein Christ sein, du kannst auch mit Andersgläubigen über Jesus sprechen, wenn es passt, ne, wenn die Person natürlich auch drüber sprechen möchte. Ihm danken, sehr, sehr stark mit ihm verbunden sein. Das, ja, weil wir vergessen das sehr, sehr oft, wenn wir von Montag bis Freitag arbeiten. Und Gott möchte einfach, dass wir einen einzigen Tag in dieser 7-Tage-Woche für ihn auf Seite tun und an diesem Tag dann mit ihm reden. Ja, und er verdient das. Warum denn nicht? Also wir können ihm doch einen Tag von unseren 7 Tagen schenken und uns da einfach auf ihn fokussieren und uns für alles bei ihm bedanken. Wenn du das jeden Tag machst, ist perfekt. Aber ja, es gibt halt wirklich Leute, die nonstop arbeiten müssen, die auf ihre Kinder achten müssen und die gar nicht dazu kommen. Und ja, da musst du einfach für dich selber wissen, was du tun kannst. Frag ihn, was du tun kannst. Er wird es dir offenbaren. Es ist sowieso schon bereits in deinem Herzen. Du musst dich einfach nur öffnen vor Gott und ja, er wird dir eine Antwort geben. Ehre Vater und Mutter. Gott sagt ja auch, dass unsere Tage länger werden, wenn wir unsere Eltern ehren. Und das ist eine sehr, sehr krasse Verheißung. Das ist auch die erste Verheißung aus der Bibel. Sehr, sehr spannend. Und ganz ehrlich, wir wollen ja später auch Kinder haben, die sich um uns kümmern. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir aber auch unsere Eltern ehren und respektieren und auch lieben. Was du in dem Fall tun kannst, freu dich, dass du Eltern hast, die für dich da sind. Und ja, sei einfach dankbar und zeig ihnen aber auch deine Dankbarkeit. Also es reicht nicht immer nur Danke, Danke, Danke zu sagen, sondern zeig es ihnen auch in deinen Handlungen, verbringe Zeit mit ihnen. Ja, weil irgendwie ab der Pubertät verändern wir uns ja richtig krass, wollen nicht mehr so viel mit unseren Eltern zu tun haben. Aber irgendwann kehren wir wieder zurück. Ah, wie lustig. Das ist jetzt auch das Prinzip, was bei Gott immer ist. Wir laufen vor ihm weg, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben, aber irgendwann kehren wir wieder zurück. War jetzt nur ein Gedanke. Ja, aber wir sollten unseren Eltern wirklich viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken und auch mehr Zeit. Das haben sie nämlich auch verdient, weil die haben sich auch sehr, sehr lange um uns bemüht, uns ausgehalten. Also, ich rede jetzt mal von mir, ich war jetzt kein leichtes Kind. Jedes Kind bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit sich und das gehört einfach dazu. Aber wenn man wirklich geduldige Eltern hat, dann ist das ein Segen, ne? Ja. 6. Gebot, du sollst nicht morden. Was wir stattdessen tun können, ist, schenke Liebe, erschaffe Leben. Leben im Sinne von Kinder gebären und sie bis ans Ende deiner Tage zu lieben. Wenn du noch nicht bereit bist, Vater oder Mutter zu werden, dann kannst du auch einfach ja Lebensfreude erschaffen, indem du Gutes für andere Menschen tust, Gutes für dich selber tust. Eigentlich voll logisch, aber du hast das Recht, andere glücklich zu machen. Ja, dann mach doch lieber das, statt Menschen zu morden. Das hört sich so komisch an, ne? Also, als würde ich hier zu Leuten sprechen, die andere Menschen umbringen. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Nächstes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ehe brechen ist, wenn du deinem Partner fremd gehst. Was kannst du stattdessen machen? Du darfst dich freuen, einen Partner gefunden zu haben und dein Leben mit ihm zu verbringen. Bis zum Ende.
Das ist ein absoluter Segen, wirklich. Wenn du eine Person gefunden hast, die wirklich zu deinem Lieblingsmenschen geworden ist, der du so viel anvertrauen kannst, mit der du so viel erleben kannst. Du darfst diese Person einfach für immer lieben und mit dieser Person Tag für Tag, Jahr für Jahr intimer werden und sie immer besser kennenlernen. Also das ist für mich das allergrößte Geschenk, was Gott mir machen kann oder was die Menschen generell machen kann. Das Gute ist auch, du musst nicht immer neu anfangen. Du darfst die Person einfach jeden Tag neu lieben und immer stärker lieben, weil du kannst eine Person ja nicht zu Ende kennenlernen. Das geht ja nicht, weil je mehr Zeit vergeht, desto mehr verändert sich auch diese Person. Und diese Veränderungen nimmst du ja auch wahr. Auch in diese Veränderungen darfst du dich immer neu verlieben. Und nicht nur das, du wirst ja auch geliebt. Und das ist so ein großes und wunderbares Geschenk, zu lieben, aber auch geliebt zu werden von dieser einen Person, die Gott dir geschickt hat. Nächstes Gebot, du sollst nicht stehlen. So, wenn du nicht stehlen sollst, was kannst du dann stattdessen machen? Mach Geschenke. Statt jemandem etwas wegzunehmen, gib doch etwas jemandem. Geben macht so viel mehr Spaß als zu empfangen tatsächlich. Es ist toll, Geschenke zu bekommen, aber dieses Gefühl von jemandem eine Freude zu bereiten, ist so viel intensiver und krasser. Also probier es aus. Wenn das letzte Geschenk, das du jemandem gemacht hast, ziemlich lange her ist, dann entscheide dich doch heute, irgendeiner Person ein Geschenk zu machen. Irgendeiner Person auf der Straße oder deinem Papa, deiner Mama, deinen Freunden. Ist egal. Und es muss auch nicht unbedingt etwas Materielles sein. Du kannst ja auch deine Zeit verschenken. Aber vergiss eins nicht, gib immer das Erste und Beste, also 10%, an Gott. Es muss nicht immer eine Spende sein, kann auch sein, sowieso. Aber viele denken direkt in Spende. Ich muss jetzt spenden. Es reicht aber auch, wenn du rausgehst auf die Straße und irgendeinem Obdachlosen hilfst. Oder wenn du einer Witwe hilfst. Oder wenn du irgendjemandem aus deiner Familie, du weißt, dass es dieser Person nicht gut geht und du hilfst dieser Person. Das sind Almosen, das sind Dinge, die du für Gott machst. Klar auch für diese Person in dem Moment, aber an erster Stelle machst du es eigentlich für Gott, weil Gott hat dich dazu beauftragt, dieser Person zu helfen und du hast seinen Willen getan. Das ist auch immer sehr wichtig, weil viele Menschen, die hören von Gott, die wissen, was sie eigentlich tun sollen, aber sie machen das nicht. Ja, aber da muss ich auch mir an meine eigene Nase packen, denn ich mache auch nicht immer alles richtig. Das vorletzte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, also du sollst nicht lügen. Was kann man stattdessen machen? Äußere dich frei. Sag, was du denkst. Es hat dann halt dann auch manchmal Konsequenzen, wenn man immer die Wahrheit sagt, wenn man immer das sagt, was man denkt. Aber da ist irgendwo eine Freiheit, ne? Du musst nicht lügen, du brauchst keine Angst haben, du brauchst gar nichts, sondern du sagst einfach. Du sagst, was in dir ist, du stehst zu deiner eigenen Wahrheit, du stehst zu dir selbst und musst dich nicht krumm machen für irgendwelche Menschen da draußen. Du hast einfach keine Angst vor dem, was die denken könnten oder sagen könnten oder tun könnten. Ja, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben, aber lieber lebe ich mit den Konsequenzen, statt mich krumm zu machen und mich vor irgendwelchen Menschen zu fürchten und dann auch noch zu lügen. Ja, weil das ist eine Sünde. Wenn du lügst, dann benutzt dich in dem Moment Satan und nicht Gott, weil dann in dem Moment die Wahrheit nicht in dir ist. Wir sollen uns immer mit der Wahrheit umgürten, ne? Epheser 6. Der Gürtel steht für die Wahrheit und der Gürtel hält alles fest, ne? Die Wahrheit. Und wir wissen auch, wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus. Also, wenn du die Wahrheit sagst, dann tust du automatisch das, was Jesus von dir will, weil er ist die Wahrheit und du umgürtest dich mit Jesus, mit der Wahrheit. Und du kannst mit der Wahrheit nie irgendwas falsch machen. Also, mm -mm, mm -mm. Wer die Wahrheit ausspricht, der wird auch als gerecht angesehen von Gott. Denn wir lesen in Hiob 17,9, doch der Gerechte wird an seinem Weg festhalten. Und der, dessen Hände rein sind, wird an Stärke zunehmen. Psalm 11,7, denn gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er, Aufrichtige schauen sein Gesicht. Abschließend kann man dieses Gebot zusammenfassen mit
Du hast ein Recht auf faire Behandlung, aber deine Mitmenschen haben auch ein Recht auf faire Behandlung. Sei gerecht dir gegenüber, aber auch anderen gegenüber, ne? Nicht vergessen. Und wenn du fair und gerecht bist, dann wirst du auch vom Herrn belohnt. Nicht begehren, also sollst nicht neidisch sein, ne, auf das, was andere haben, weil du weißt nicht, was diese Person alles geleistet hat oder sogar geopfert hat, um das zu bekommen, was er bekommen hat. Deswegen schau nicht auf das, was andere haben, und schau lieber auf dich, was Gott dir bis jetzt schon geschenkt hat. Und wenn du es noch nicht siehst, dann liegt das vielleicht an deiner Undankbarkeit. Darüber habe ich im letzten Video gesprochen. Schau mal, wo Gott dich gesegnet hat. Und dann wirst du es erkennen. Ich hoffe, dass diese Tipps helfen, um das Ganze so ein bisschen positiver zu betrachten. Weil wenn man sich immer auf das Nicht, Nicht, Nicht konzentriert, dann weiß man nie, was man tun soll. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann hängt man so sehr in diesem, nein, ich darf das nicht tun. Ich finde, das friert einen so ein bisschen ein. Aber wenn man das Ganze ein bisschen umdreht ins Positivere und schaut, was man dann stattdessen tun kann, dann fällt es einem auch leichter, diese Dinge eben nicht zu tun, weil man sich dann mehr auf das konzentriert, was man tun kann und was für einen positiven Einfluss man ausüben kann.